Also auch dieser ganze Umbruch in den 2000er Jahren, wo plötzlich kleine Fotokameras so Filmqualität aufnehmen konnten. Das fing ja an mit so einer Canon-Kamera. Also das ist für mich was mich total triggert, wo ich total kreativ werde. Und das ist auch bei Character Animator passiert. Also so kam halt der Channel. Und eigentlich hatte ich es aber schon immer. Also ich habe schon früher mit, 14, 12, keine Ahnung, habe ich immer zu Hause gesessen und habe so alle möglichen Sachen so auf Tape aufgenommen. So eine Nachrichtensendung selber aufgenommen und vertont und so. Und dann haben wir mit so einem Tape-Recorder das versucht zu machen. Das hat sie gesagt, so ja, das ist eigentlich voll cool, dass so ein Film über Männer machen. Also das ist halt so vielleicht das, was Männer mehr machen sollten, eigentlich miteinander reden und sich Gehör verschaffen und einfach auch zeigen, dass das auch Mannsein ist. Und das finde ich an dem Film auch sehr gut. Das ist halt ein sehr männlicher Film, irgendwie im positiven Sinne. Also deswegen finde ich KI halt einerseits auch spannend, weil ich habe sogar tatsächlich früher immer zu meinen ganzen Film-Nerds gesagt, wenn wir eines Tages die Möglichkeit haben, einen Knopf zu drücken und dafür keine Dreharbeiten machen müssen, dann machen wir das doch, oder nicht? Und die meinen so, ey, Dreharbeiten ist doch cool und so. Ich sage, aber nur weil das cool, also... Wie geht's dir erstmal? Gut, ich komme gerade aus dem Urlaub wieder, wie du ja weißt, habe ich schon erzählt, ne? Oder? Wo warst du? Also ich bin jetzt gerade bei der Familie meiner Frau in Argentinien. Wir machen öfter mal so Roadtrips hier und haben jetzt das erste Mal uns entschieden, mal nach Chile zu fahren und haben das jetzt die letzte Woche gemacht. Sind an das Pazifische Meer gefahren. Ja, das war ziemlich aufregend alles. Aber auch echt irgendwie ganz schön anstrengend, weil das sind so ungefähr irgendwas zwischen 1400 und 1600 Kilometer mit dem Auto. Also wir finden das schon ziemlich cool. Also wir haben da schon immer Bock drauf, mit dem Auto so durch Südamerika oder auch Europa machen wir das auch manchmal zu fahren. Aber ja, also muss man halt immer so ein bisschen abwägen, wie viel Erholung ist es dann am Ende wirklich. Also wir sind jetzt eigentlich quasi in Buenos Aires und nicht direkt. Bei Argentinien ist es ein bisschen anders als bei uns in Deutschland. Im Grunde bündelt sich das ganze Land um Buenos Aires in der Provinz. Und die ist ziemlich riesig, die ist eigentlich so groß wie Deutschland. Das ist wie so ein Bundesland, das so groß ist wie Deutschland. Und wir wohnen hier halt in dieser Provinz Buenos Aires, 1 Stunde entfernt von Buenos Aires. Ah, okay. Ich dachte, du wohnst in Deutschland. Ich wohne in Deutschland, ja, in Berlin, aber jetzt bin ich gerade, also das ist jetzt immer so ein laufender Prozess. Ich und meine Frau, also meine Frau wohnt hier, ich wohne in Berlin und während der Pandemie habe ich hier 3 Jahre lang gewohnt und jetzt ist es halt so eine richtig schräge Fernbeziehung und ich versuche jetzt gerade, dieses Jahr versuche ich zum ersten Mal so ein bisschen den deutschen Winter hier zu verbringen. So, jetzt sind es 3 Monate, bin ich jetzt hier, ja. Ja, das ist eigentlich auch wieder Thema Pandemie, weiß nicht, ob wir da jetzt so viel drüber reden wollen, aber da hatte ich halt viel mehr Zeit für diesen Channel, habe mir so ein bisschen Pläne gemacht und habe auch das Gefühl gehabt, dass da ein Potenzial, also habe ich auch immer noch, dass da Potenzial ist. Also, dass viele Leute das interessiert und dass der Style halt auch cool ist, das kriege ich halt auch zurück von den Leuten. Und damals habe ich halt auch gedacht, so ja, ich würde das halt ganz gerne so ein bisschen größer aufziehen und so ein bisschen Geld kann man damit ja auch verdienen, ne? Also ich habe ja diesen Gumroad Store, weiß nicht, ob du das weißt, da kann man so ein paar Sachen runterladen, die ich gemacht habe. Und dafür hatte ich das so ein bisschen mir überlegt, dass ich das ein bisschen größer aufziehe, weil das schon natürlich cool ist, wenn man mit sowas mit seinem Hobby quasi, mit seiner Passion da noch Geld verdienen kann. Und was verkaufst du dann bei Gumroad? Du kannst bei mir auf dem Channel, wenn du die Videos guckst und da siehst da irgendwas, eine Figur, also jetzt sind nicht alle, aber viele Figuren, die kannst du dir halt runterladen und also für Character Animator, für Adobe Character Animator kannst du dir so ein Asset quasi runterladen, so eine Puppe, oder ich habe auch ganze Sets, die du dir runterladen kannst und kannst damit halt deine eigenen Sachen animieren. Wenn du nicht so selber illustrierst oder wenn dir das zu anstrengend ist, in Photoshop oder Character Animator oder Illustrator so eine Puppe selber zu bauen oder die zu entwickeln, oder du willst einfach nur mal ausprobieren, kannst es halt dir dann runterladen. Ist auch nicht teuer. Wie viel kostet dann so eine Figur bei Gumroad? Also ich glaube, es geht bei 5 Euro los und so ein Set habe ich, glaube ich, drin also $, ist das ja, $5. Und ich habe noch so ein Set, wo eigentlich alle drin sind. Ich glaube, das kostet 30 Euro oder so. Ja, cool. Ja, ist auf jeden Fall ein schönes Hobby und so ein bisschen was dazu verdienen, ist immer was Gutes. Ja, also ich habe auch die Hoffnung in Zukunft, dass ich wieder ein bisschen mehr Zeit dafür finde. Auf meinem Channel ist es so, bei meinem YouTube-Channel, den ich habe. Team Schindel, den habe ich halt auch in der Pandemie aufgebaut. Da hatte ich quasi Vollzeit, konnte ich mich damit beschäftigen. Und jetzt ist es halt fast eingeschlafen. Also ich hatte letztens mit meiner Frau auch drüber geredet und
sie meinte so, ja, irgendwie passiert da ja immer noch was. Leute gucken das immer noch, Leute kaufen immer noch da diese Figuren und so. Das interessiert Menschen und so. Also, und ich habe auch gedacht, ja, ich sollte mir eigentlich, also sie meinte, nimm dir doch einfach vor, da ein paar Stunden die Woche mit zu verbringen. Das ist eigentlich voll auch gut, weil in letzter Zeit habe ich halt überhaupt wirklich keine Zeit damit verbracht, weil ich halt super viele andere Projekte auch hatte oder weil ich halt auch einfach professionell meinen Job machen muss, arbeiten muss und so, ne? Genau, deswegen. Aber ich habe da auf jeden Fall Lust zu. Ja. Und das war damals schon ein bisschen cool, dass ich dafür Zeit für hatte. Ja, ich bin auf dich ja auch durch den Channel gekommen. Ich benutze ja auch Cool. Adobe-Produkte und habe dann irgendwann auch für mich Character Animator entdeckt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt gar nicht so viel damit gemacht, aber ich fand das Konzept halt cool. Und das war damals ja auch was Neues. Und auch cool, dass es in der Creative Cloud auch schon dabei war. Und ich habe dann immer den Okay Samurai Channel geguckt. Den kennst du wahrscheinlich auch. Und dein Channel war sozusagen dann der zweitgrößte, was man zu Character Animator findet. Also meine Meinung nach. Also hast du mich dann kennengelernt dadurch, dass er mich erwähnt hat, oder was? Ja, genau, ich habe das gesehen. Der hat dich, glaube ich, erwähnt in einem Video, aber ich habe das an sich auch gefunden. Also jetzt unabhängig davon. Okay, du kannst und hab dann erst und dein Channel war ja auf Englisch oder ist ja auf Englisch, gell? Genau. Und dann habe ich erst ein bisschen recherchiert und habe gemerkt, oh cool, also das ist ja jemand aus Deutschland. Und da habe ich so ein bisschen den Kontakt zu dir gesucht. Deswegen, ich kenne dich vom Channel und bin auch ein Riesenfan. Also ich habe die Videos super gerne geguckt, deswegen bitte mach da weiter. Ja, danke für das Feedback. Also mache ich auf jeden Fall. Und wie bist du zu Character Animator an sich gekommen? Also was hat dich da gereizt, diese Software auszuprobieren? Und auch einen Channel dann zu der Software zu starten? Also es ist ja irgendwie ziemlich viele Faktoren. Also da muss ich ziemlich früh anfangen, weil ich habe schon immer, also eigentlich seitdem ich so als Heranwachsender so die Simpsons gesehen habe und später so TV-Cartoon-Sachen, so Adult-Cartoons, das war einmal so ein bisschen eine Passion von mir, also eine von vielen. Aber das war schon immer ziemlich stark und ist immer wieder gekommen, dass ich auch Bock hatte, sowas irgendwie selber zu machen. Ja. Und das sind ja alles traditionell animierte Sachen, wo jeder Frame gezeichnet wird und so. Und das war mir schon immer ein bisschen zu dolle. So. Und ich bin jetzt auch nicht der krasse Illustrator. Ich kann jetzt halt nicht super schnell viel so allein produzieren. Das ist ja auch eine ziemliche Ansage. Und generell habe ich das auch ich bin ja generell Filmemacher, nicht nur Animator, weil ich fand es immer spannend, so nach technischen Lösungen zu suchen, also auch dieser ganze Umbruch in den 2000er Jahren, wo plötzlich kleine Fotokameras so Filmqualität aufnehmen konnten. Das fing ja an mit so einer Canon-Kamera. Also das ist für mich was mich total triggert, wo ich total kreativ werde. Und das ist auch bei Character Animator passiert. Wo ich dann einmal gemerkt habe, ich habe dann gesehen, dass Stephen Colbert, diese Late Night, dass die da so eine eigene Sendung aufgezogen haben zu der ersten Amtszeit von Donald Trump, haben die so eine Cartoon gemacht. Also der ist jetzt, glaube ich, gar nicht so gut angekommen inhaltlich. Ich glaube, das war auch schon fast ein bisschen zu sehr darauf fokussiert, dass die so Talking Heads machen wollten, das mit Character Animator ganz gut ging. Aber die haben eine ganze TV-Serie mit dieser Software gemacht. Das war genau das, was ich schon immer spannend fand. Und dadurch bin ich nicht drauf gekommen, aber dadurch habe ich gemerkt, okay, krass, das ist ja schon was möglich. So. Und wenn ich jetzt quasi meine Sachen, die ich schon kann, so wie ich illustriere, digital arbeite und so, wenn ich das damit verbinde, vielleicht kann ich damit ja auch was schaffen. Und dann kam halt auch noch die Pandemie dazu. Und ich hatte, alles ist irgendwie zum Stehen gekommen. Ich hatte kaum was zu tun, konnte mich halt mehr auf sowas konzentrieren. Und dadurch kam das eigentlich. Das sind so die 2 oder 3 Sachen, die da so zusammenkamen, dass mich das inspiriert hat. Also Character Animator, die Software an sich, auch neue Dinge ausprobieren. Und da habe ich auch so ein bisschen so ein Fenster gesehen, dass ich da quasi mit weniger Aufwand mehr schaffen kann. Und das war dann auch so. Und es war auch wirklich irgendwie so ein bisschen so eine Nische, wo ich dann so rein bin, was auch wirklich Spaß gemacht hat. Also so kam halt der Channel. Und eigentlich hatte ich es aber schon immer. Also ich habe schon früher mit, 14, 12, keine Ahnung, habe ich immer zu Hause gesessen und habe so alle möglichen Sachen so auf Tape aufgenommen. So eine Nachrichtensendung selber aufgenommen und vertont und so. Und dann mit so einem Tape-Recorder das versucht zu machen. Und auch ziemlich früh schon so mit Video, sobald es halt ging. Also ich bin ja schon jetzt 45, so ich bin ja schon ein bisschen länger auf der Welt und hab so Tapes, VHS, Mini-DV und so weiter noch alles irgendwie verwendet. Und da war ich auch schon immer mega kreativ. So. Also alles so Kreativität und Technik, das triggert mich halt hart. Und das ist halt da passiert.
wie auch schon zu einigen anderen Gelegenheiten, wo ich gedacht habe, so, das ist ja ultra spannend. Und gehe ich in so ein Rabbit Hole rein. So einfach. Und das ist eigentlich dieser Channel dann so ein Rabbit Hole gewesen. Jetzt ist nicht mehr. jetzt ist es halt ein bisschen, hat sich verlangsamt, so, ja. Aber wird wieder, oder? Ja. Machst du dann noch ja, mehr, also ich muss es mir ein bisschen mehr vornehmen. Ich glaube, ich habe es ein bisschen vernachlässigt, weil es damals einfach von selbst schon das Hauptaugenmerk war, so der Hauptfokus und auch sehr spannend und vielversprechend und diese erste Erfahrung auch mit Social Media da so viel Feedback zu kriegen und Publikum zu haben. Ja. Und auch danach noch habe ich dann, als es weniger geworden ist immer weiter gewachsen, also ohne, dass ich weiteren Content gemacht habe. Das fand ich halt auch sehr gut, weil es ja auch oft und das ist ja auch wahr auf anderen Plattformen, dass man halt immer regelmäßig posten muss. Ist natürlich gut, wenn man das macht, aber ist nicht zwangsläufig so. Gerade es gibt so bestimmte Plattformen, bei denen, also YouTube zum Beispiel ist so eine, wo das halt schon auch möglich ist, wenn du so einen Evergreen-Content machst, also der länger interessant ist, was einige von meinen Videos wohl sind, da muss dann auch noch nicht viel machen. Die gucken sich das dann auch weiterhin an und ich könnte jetzt die Leute halt auch wieder erreichen, wenn ich jetzt wieder das mache. Die sind halt noch da. Bist du eigentlich selbstständig? Ja, genau. Ich arbeite als Freelancer und habe jetzt seit Anfang des Jahres, das ist jetzt schon meine zweite Firma, also in meinem Leben, die ich habe. Das hängt so ein bisschen zusammen mit diesem Kurzfilm, den ich dir geschickt habe. Seitdem habe ich jetzt eine Produktionsfirma in Hamburg mit meinem Partner zusammen. So allgemein wegen deiner Homepage. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass du ja auch, also ich kannte dich wirklich nur von den Animationssachen, Illustrationssachen. Ja, ich wusste ja gar nicht, dass du Dokumentarfilme machst. Und wir können ja gerne über den Dokumentarfilm reden. Du hast mir jetzt einen zugeschickt. Ich habe mir den auch angeschaut und das ist ein harter Kontrast eigentlich zu dem bunten, lustigen Stil. Wie kommt das? Ich glaube, dass diese Erfahrung, finde ich ganz interessant, wie du sie beschreibst. Das ist auch so ein bisschen den Struggle, den ich habe, ist, dass ich halt schon, das kann ich glaube ich mittlerweile selbstbewusst sagen, das ist jetzt kein Spruch oder so, sondern ich habe schon sehr viele Facetten. Also ich bin manche Leute bezeichnen mich als so eine Art Taschenmesser, wenn es darum geht, was ich halt so im Bereich Content für Skills habe oder was ich so mache. Aber da geht es jetzt ja auch um zwei Sachen, die ich mit Passion mache, so die ich selber antreibe, das, was ich proaktiv mache, ich habe dafür wirklich ja Träume, die ich habe. So Dokumentarfilm, Animation sind wirklich zwei Sachen, die ja sehr weit oben stehen auf jeden Fall. Aber auch was hinzukommt, ist, glaube ich habe mich halt sehr viel mit Animation beschäftigt, zu der Zeit, wo du mich gesehen hast, glaube ich, und habe mich dann mit diesem Projekt Dokumentation zugewendet und das ist aber bei mir auch so, das ändert sich halt manchmal. Aber es sind schon also Filme machen im Allgemeinen ist schon sehr lange für mich ein großes Thema. Es hat sich eigentlich in letzter Zeit für mich also die Erkenntnis herauskristallisiert, okay, ich will gerne eher dokumentarisch arbeiten, dokumentarische, echte Geschichten erzählen, echte Charaktere kennenlernen. Das habe ich aber auch früher schon gemacht. Zum Beispiel vor, weiß ich nicht, jetzt 15 Jahren her ist das her. Der Film heißt, oder ist am Ende so eine Miniserie geworden, haben wir dann veröffentlicht bei YouTube. Und die heißt Road to Manchester. Da haben wir so aus meiner Heimatstadt in Lüneburg so eine Ich habe den Trailer gesehen. Ja, cool. Ja, der ist auch cool. Cool, dass du bei dir auch angekommen hast. Ja, das ist halt so ein bisschen die erste Doku, die ich so gemacht habe, gewesen. Wo wir dann eine lokale Band begleitet haben, die den Traum hatte, mal in Manchester zu spielen, wo ihre großen Idole, Joy Division, glaube ich. Und wie bist du auf die gekommen, auf die Band? Die Band, das waren einfach Freunde von uns. Es ist halt damals auch noch anders gewesen, ne? Also den Ingrid aus dem Film, den du jetzt gesehen hast, diesen Kurzfilm, also Großer, starker Mann, ist ja der, den ich dir jetzt geschickt habe. Den kenne ich tatsächlich auch noch von früher aus meiner Heimatstadt. Aber mit dem war ich jetzt nie so eng befreundet wie jetzt zum Beispiel mit dieser Band. Also 1, 2 Leute aus dieser Band, mit denen war ich damals ganz gut befreundet. Und das war eher so eine, ja, aus heutiger Sicht würde ich sagen, es ist halt auch so ein bisschen convenient, was mit seinen Freunden zu shooten, als auf jemanden zuzugehen, den man nicht so gut kennt. Das war jetzt bei dem neueren Film so. Also muss man vielleicht mal ein bisschen erklären, dieser neue Film, dieser jetzige Film, der ist noch nicht veröffentlicht. Wir bewerben uns gerade nach einer Filmfestivals damit. Das ist ein Kurzfilm, 10 Minuten lang. Es geht um Inge, ist sein Spitzname. Und der hat, glaube ich, 25 Jahre lang seines Lebens am Fließband gearbeitet, ist aber total kreativer, gesprächiger Mann. Und der hatte Krebs im letzten Jahr, glaube ich, vorletzten Jahr. Und hat dadurch, als er in der Reha dann war und das überstanden hatte quasi, oder fast überstanden hatte, der Kunde alles in Frage gestellt. Ich wusste immer, was ich tue,
Ich wusste immer, was der nächste Schritt ist. Man hat immer alles in der Hand. Wir denken immer, wir haben die Kontrolle. Das wird dir komplett weggenommen. Und du hast in diese Mischung zwischen Angst und Trauer und du kannst niemandem die Schuld geben. Das war alles auf einmal. Und so hat er mir die Geschichte auch damals erzählt. Und dann hat er mir gesagt, am Ende dieser Geschichte, ich fand total gebannt davon. Ich habe ihn irgendwie nach Ewigkeiten mal wieder gesehen, nachdem ich in Argentinien gewohnt habe. Ich zurück in meine Heimatstadt, habe ihn da zufällig getroffen und hat er mir gleich diese ganze Geschichte erzählt. Nachdem er mir erzählt hat, dass er das alles hinterfragt hat und dass er sein Leben angezweifelt hat, wie er seine Life Decisions und so weiter, meinte er so, ja, jetzt gehe ich jetzt wieder in die Wiedereingliederung, ich gehe jetzt wieder zurück in denselben Job. Und dann habe ich gedacht, so ja, vielleicht ist das ja das Thema für diesen Kurzfilm, für diesen Film, den ich gerne mit Jannis machen möchte, meinem Kollegen, mit dem ich jetzt die Firma habe. Wir waren halt so ein bisschen auf der Suche nach der Zeit, nach einem Thema für eine Dokumentation. Und dadurch kam es halt dazu. Und bei denen musste ich dann, also das eines der größten Herausforderungen war, an ihn ranzutreten und ihn zu fragen und ihm auch überhaupt verständlich zu machen, was wir eigentlich wollen. Also weil er ist ja kein Filmemacher. So, und er weiß ja, eigentlich muss sich ja total auf uns einlassen. Und das war natürlich damals einfacher, weil das alles eher so aus der Dynamik heraus entstanden ist mit dieser Band, weil wir uns sowieso kannten, weil die sowieso Bock hatten, die ganze Zeit auf Video im Internet zu sehen zu sein. Und bei Inge war es tatsächlich wirklich also für mich persönlich und für mich und Jannis ein ziemlich großer Akt, großer Schritt, eine Challenge, diese Frage überhaupt zu stellen. Aber ich hatte irgendwie die ganze Zeit diesen Vibe, seitdem ich ihn getroffen hatte, dass er gerne darüber reden will und dass ich vielleicht jemand bin, mit dem er darüber reden will. Das war am Ende auch dieses. Ja. Und du hast ihn einfach zufällig getroffen? Ja, ich war im Grunde nach diesen 3 Jahren, die ich nicht in Deutschland war, also nach der Pandemie war das ja, kann man so grob sagen, bin ich zurück in meine Heimatstadt Lüneburg, war da auf einem. Das war im Sommer irgendwie und da war so Benefits Open Air von so ein paar Leuten, die ich von früher kannte und das war auch so die Bubble, aus der er kam. So. Und da habe ich ihn dann zufällig, da lief er mir dann über den Weg und hat mir das direkt erzählt. So. Ich glaube, das war halt einfach so ein Schlüsselereignis, dass er das auch dann so offen dann so, also er meinte auch, er war schon immer so ein bisschen sehr direkt und offen und hat da jetzt bisher, ist so ein Mensch, der sich da auch mitteilt. Aber ich glaube, er hat auch durch diese Erfahrung jetzt einfach entschieden, okay, what the fuck, ich sag einfach, was ich will, so. Ich hau das einfach raus. Und deswegen ist er, hat er auch eine Daseinsberechtigung dafür, weil er so ist, wie er ist. Also es gibt eigentlich so ein bisschen so eine Geschichte, hinter der Geschichte natürlich, wie immer. Aber die ist halt schon sehr spannend, weil letzten Endes war es ja so, ich kann da einhaken, was ich eben gesagt habe, dass wir ihn natürlich gefragt haben, das hat eigentlich ziemlich schnell Ja gesagt. Und dann der Kern dieses Films ist ja ein Interview. Also darum dreht sich ja alles. Wir haben im Grunde ein Gespräch, oder ich habe ein Gespräch mit ihm geführt, mit Jannis, meinem Kompagnon zusammen. Mhm. Und wir haben gesagt, wir wollen eigentlich gerne, dass das in seinem Auto ist. Und am Anfang war es nur so ein Gefühl. Und mittlerweile haben wir ziemlich viel Feedback bekommen, dass es ganz gut funktioniert mit dem Auto, dass irgendwie so ein Kokon ist und weil das halt auch so eine Zwischenwelt ist zwischen dieser Routine, die er hat, zwischen seinem Zuhause, was der eine Schauplatz ist des Films, und seiner Arbeit, wo wir ihn auch gefilmt haben, am Fließband. Der andere Schauplatz, also das sind so 2 Welten und er hat das halt auch teilweise so beschrieben. Er sagt jetzt, das ist nicht im Film drin, aber er hat uns so beschrieben, ja, er hat halt so Methoden gefunden, sein Gehirn auszutricksen oder abzuschalten, wenn er da ist. Wenn er auf der Arbeit ist und switcht dann irgendwie so um. Und irgendwie passiert das ja dann auch vielleicht auf dem Weg zur Arbeit oder kurz bevor er aus dem Auto steigt und so. Und darum haben wir halt alles drumherum gestrickt, eigentlich um diesen Moment. Und ich glaube, das hat ihm auch geholfen, weil das Auto sehr vertraut ist, glaube ich. Und dieses Gespräch, was wir dann geführt haben das war im Januar 2024, glaube ich, oder Dezember 23, irgendwie so mitten im Winter, sehr düster. Es lag so ein bisschen Schnee, das war so das ungastliche Zeit des Jahres, aber es passt da doch so ein bisschen dazu. Und ich habe dann da fast 4 Stunden im Auto gesessen, was jetzt ist es ein 11-Minuten-Film. Ich habe dann 4 Stunden gesessen. Das war, glaube ich, für ihn, hat er uns im Grunde auch gesagt, danach direkt, das war für ihn auch ein entscheidender Moment. Einfach also ich erinnere mich noch, er hat mir auch in dem Gespräch oder davor in den Vorgesprächen gesagt, dass so Therapie und so, das ist nicht so sein Ding und das ist nicht so sein Vibe. Und dann hat er eigentlich im Grunde so ein Therapiegespräch mit mir geführt.
was auch so einen Effekt, glaube ich, hatte. Also er hat es halt einfach alles mal rausgelassen. Und ich habe danach, bin seitdem auch noch mit ihm Kontakt, habe von ihm halt auch dieses Feedback, das hat er mir so gespiegelt, dass das für ihn eine Lebensveränderung, eine Erfahrung war. Also ich will jetzt nicht zu viel spoilern, vielleicht wollen ein paar Leute den Film noch gucken, aber für ihn war das eine Lebensveränderung, verändernde Erfahrung, dieses Gespräch zu führen. Also dieser Film also der ist ja immer noch nicht öffentlich, auch noch bevor er fertig war, hat im Grunde schon eigentlich in diesem Gespräch so eine Art Happy End gefunden, oder was heißt Happy End, aber also eine sehr positive Entwicklung gehabt, die für uns alle eine krasse Erfahrung war. Und ich habe eine Produzentin getroffen in Berlin mal, vor einem Jahr war das, glaube ich. Und der habe ich so ein bisschen davon erzählt von dem Film, der war dann noch nicht fertig. Und dann hat sie gesagt, was ich eigentlich ziemlich cool finde, deswegen will ich das erwähnen, hat sie gesagt, so ja, es ist eigentlich voll cool, dass so ein Film über Männer machen. Also das ist halt so vielleicht das, was Männer mehr machen sollten, eigentlich miteinander reden und sich Gehör verschaffen und einfach auch zeigen, dass das auch Mannsein ist. Und das finde ich an dem Film auch sehr gut. Es ist halt ein sehr männlicher Film, irgendwie im positiven Sinne, weil in letzter Zeit ist Männlichkeit ja auch, oder schon länger nicht in letzter Zeit, ist Männlichkeit ja auch mit vielen Fragezeichen versehen oder ist toxisch oder so. Und das finde ich in dem Fall halt gar nicht. Also, und gerade weil er halt so ein Bauarbeiter-Typ ist, so, er erzählt ja, er hat Straßenbauer-Ausbildung gemacht und so. So jemanden hört man einfach nicht so reden. Also normalerweise. Das finde ich mega stark daran. Ich persönlich, keine Ahnung. Kannst ja auch mal was dazu sagen. Ich finde, der Film ist irgendwie auch sehr sensibel und also du bist sehr nah an der Person, aber er als Typ ist einfach, also es macht auch Spaß, auch wenn das Thema teilweise auch sehr schwierig ist und sehr schwer und man sieht auch, dass es ihn belastet hat. Also ihr habt schon diese Grenze geschafft, dass ihr die Geschichte erzählt, aber es ist trotzdem irgendwie sehr sensibel und nah am Menschen. Das freut mich, dass das so funktioniert, ja. Also mir ist auch sofort aufgefallen, dass viele Szenen im Auto sind. Und ich glaube, am Anfang ist auch, dass man ihn gar nicht so viel sieht, sondern mehr von hinten oder vielleicht, also ihr filmt als im Auto und da kommt er, ist noch so ein bisschen in der Unschärfe. Und das war auch cool. Aber auch diese ganzen Aufnahmen jetzt in der Fabrik, diese ganzen Kamerafahrten. Also noch länger hätte der Film auch jetzt nicht sein müssen. Das ist eigentlich so die perfekte Länge. Ah, okay. Viele Leute sagen, sie sagen jetzt auch nicht, dass der Film, die sagen nicht viel über die Länge, aber viele Leute geben tatsächlich Feedback, sie würden eigentlich den Typen gerne noch besser kennenlernen. Das haben mir schon viele Leute gesagt. Ja, aber cool. Danke für dein Feedback. Noch der dritte Part dieser Story, hinter der Story ist, also für uns ist das, ich glaube, ich kann dafür uns beide sprechen, ist das schon ein wichtiges oder vielleicht das wichtigste Filmprojekt, was wir bisher so gemacht haben. Und wir haben gedreht, wir haben angefangen darüber zu reden im September 23 und haben den Film fertiggestellt und Inge gezeigt im Frühjahr diesen Jahres, glaube ich. Also haben da schon wirklich ganz und gar unsere Passion reingesteckt und das war schon ein Investment, sag ich mal, emotional, Zeit und so weiter. Und wir waren sehr überzeugt davon, aber Inge wusste natürlich nicht, was machen die Jungs da jetzt die ganze Zeit. Nachdem wir gedreht hatten, haben wir irgendwie, weiß ich nicht, ein Jahr damit verbracht, den zu schneiden. Und dann kam halt der Tag, an dem wir gesagt haben, wir hatten halt, glaube ich, einen Picture-Log, der war noch nicht gegradet oder so. Der Schnitt war fertig. Und haben dann gesagt, okay, jetzt wollen wir ihn gerne zeigen, weil wir wollten ihn nicht ganz fertig machen, weil wenn er jetzt doch noch irgendwie ganz große Baustellen sind, dann kann er dann auch mit. Wir wollten halt auch immer, dass es auch sein Film ist und nicht einfach nur, dass wir ihn über ihn machen. Und haben gesagt, okay, das ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, sich mit ihm zu treffen. Und er war einfach sehr, sehr, also haben den gezeigt und der war extrem emotional, hat sich aber sehr gefreut. Ist total in seinem Sinne. Also der hat uns da auch sehr vertraut und tut es auch immer noch. Und das war für uns halt das Größte, ne? Also wir waren sehr emotional, haben geweint und es war einfach ein sehr schöner Moment einfach. Ja, und für uns natürlich auch irgendwie so ein bisschen so ein Befreiungsschlag, weil wir wussten, okay, wir sind da alle in einem Boot und wir sind alle, wir sind da, man hat wirklich das Gefühl, wir haben den jetzt zusammen gemacht, den Film mit ihm und nicht wir über ihn, so. Man hat ja auch so eine Art Verantwortung dann mit dem Film, ne? Gegen der Person gegenüber. Absolut, das ist ein sehr großes Thema gewesen, ja. Ist auch irgendwie immer noch, habe ich das Gefühl. Weil, wie gesagt, also im Grunde kann er gar nicht genau wissen, bis er den Film sieht, worauf er sich da eigentlich eingelassen hat. Ja.
Und wir mussten eigentlich auch immer sagen, so, ja, egal wie viel Zeit wir jetzt da reinstellen, wenn der jetzt am Ende da sitzt und sagt, nee, ich will das nicht, und wir haben da, dann wird das nichts. So, das haben wir aber auch immer gesagt. So. Ja. Und ihr habt das sozusagen neben deiner Selbstständigkeit, hast du das so als Nebenprojekt gemacht oder habt ihr dann eine Filmförderung dafür geholt oder war das komplett eigen? Das ist auch eine sehr gute Frage wieder. Weil nämlich Jannis und ich, also wir sind ja beide die Regisseure des Films. Ja. Wir haben uns über einen anderen Job, also so einen Freelance-Job, in dem wir längere Zeit zusammengearbeitet haben, also über 2 Jahre, glaube ich, als Producer, haben wir es überhaupt erst kennengelernt. Als ich wiedergekommen bin aus Argentinien, haben wir uns kennengelernt und haben gemerkt, dass wir total den Vibe zusammen haben, dass wir das extrem gut ergänzen, dass wir eine gewisse Sorgfalt haben, was Filmproduktion angeht, die wir aneinander mega schätzen, und wir haben sehr viel Überschneidung, also was merkte man jetzt halt auch natürlich bei dieser Produktion, aber wir bringen auch beide so Sachen mit, die den anderen halt den Horizont des anderen erweitern, sag ich mal. Und das war schon irgendwie so ein bisschen Love at First Sight und hat sich dann halt auch wirklich zu einer Freundschaft entwickelt. Und dann haben wir halt irgendwann gesagt, nachdem wir uns im Jahr, also so, weiß ich, das haben im September 9 Monate gekannten überhaupt, haben wir gesagt, so, irgendwie ist es so cool, lass mal irgendwie treffen und lass mal grundsätzlich darüber reden, ob wir nicht irgendwie mal so ein Projekt zusammen machen. Ohne Deadline, ohne Druck, einfach freie Schnauze, so Thema finden. Wir wussten, wir wollten beide dokumentarisch, das haben wir beide gemeinsam total, also es ist absolut deckungsgleich. Wir wollten sowas Porträtartiges machen. Das war von Anfang an klar, aber wir dachten, das wird so ein kleiner YouTube-Film. Weil eigentlich ging es halt darum, dass wir uns über ein Projekt besser kennenlernen. Und daraus ist dieser Film entstanden. Wir haben gemerkt, dass der sehr wichtig war, und wir haben auch echt coole Leute dafür gewonnen. Also die Leute von Isola Music aus Hamburg, die machen richtig coolen Kram. Die haben die Musik gemacht. Max Bless von Fear of Missing Sound aus Hamburg. Muss ich irgendwie einmal nennen, weil das echt cool ist, dass die mitgemacht haben. Und Andi Peck ist die Editorin, die hat mittlerweile sogar den Deutschen Fernsehpreis gewonnen für Editieren. Also sie ist halt echt einfach absolute Spitze. Die kann, also die hat den Film einfach nochmal auf links gedreht. Also ich habe einen Tag mit ihr, also wo wir gerade über Schnitt geredet haben, einen Tag mit ihr im Schnittraum gesessen, die hat einfach diesen Film erschaffen. So, ist echt gut. Wirklich sehr, sehr, sehr cooles, sehr gutes Händchen, sehr professionell. Was war jetzt nochmal die Frage? Ach so, genau. Und aus diesem Film ist eigentlich dann, also Jannis hatte diese Firma schon, Pick and Roll, die wir jetzt zusammen haben, seit einem Jahr oder so. Und ich habe dann irgendwann gesagt, so Jannis, ich will mit dir diese Firma machen. Und haben wir da ein bisschen drüber geredet. Also das kam halt so aus dieser Erfahrung heraus. Und im Grunde ist diese Firma, die wir jetzt haben, diese Produktionsfirma, eigentlich ist damit geboren worden. So. Also unsere Zusammenarbeit ist eigentlich aus diesem, oder nicht eigentlich, ist aus diesem Projekt geboren worden. Und was unsere Absichten angeht mit dieser Firma, wir gucken immer wieder auf diesen Film zurück und sagen, was wollten wir eigentlich damit? Was ist eigentlich daran gut? Was hat da funktioniert? Warum haben wir das gemacht? Und warum, also wenn es darum geht, okay, warum soll es eigentlich unsere Firma geben? Was wollen wir eigentlich machen für Menschen? Wir wollen eigentlich genau das machen. Also es muss jetzt nicht immer, das ist ja schon sehr düster teilweise. Ja. Darum geht es gar nicht. Es geht einfach darum, dass wir ehrlich gesagt brutal ehrlich sein wollen, wenn man uns lässt. Also dass wir auch gerne für Unternehmen, nicht nur für Unternehmen, aber auch mit Leuten, die mit Lust haben, mit der Zusammenarbeit, in welcher Form auch immer, dass wir halt ja auch so ein bisschen, sag ich mal, also ich persönlich habe so wirklich sehr krasse, wie soll ich sagen, Ambivalenz mit Marketing und Werbung. Ich habe damals studiert in Hamburg und habe gedacht, ich muss unbedingt in die Werbung, habe dann ganz schnell herausgefunden, nee, ich muss gar nicht in die Werbung, zero. Habe mir gedacht, das gibt mir die größte Kreativität, da kann ich das alles machen, was ich machen will und so. Und im Grunde habe ich gegen einen Teil von Marketing und Werbung eigentlich schon fast eine Abneigung. Andererseits finde ich es total wichtig, dass wichtige Projekte und Produkte, dass Leute wissen, dass es die gibt und dass man das sieht, aber auch, ja, nicht nur Produkte, sondern halt auch Menschen, Geschichten, Persönlichkeiten. Und das ist eigentlich genau das, was wir machen wollen mit unserer Firma. Wir wollen eigentlich Leute unterstützen und Firmen, die Lust haben, transparent zu sein, ehrlich zu sein, ihre Geschichte zu erzählen, wirklich so zu erzählen, nicht nur alles schön färben, nicht als sugarcoaten, auch einfach mal, wenn es schwierig läuft, auch mal ehrlich sein.
Und das wollen wir halt auch selber mit uns sein. Also es ist halt so ein bisschen auch eine Challenge, keine Ahnung, wie gut wir das schaffen. Und ich bin jetzt seit einem Jahr jetzt dabei. Wir tüfteln das jetzt aus. Letztens hatten wir jetzt gerade die Idee, weil wir natürlich auch selber mit Content arbeiten wollen, dass wir einfach unsere Meetings zumindest teilweise einfach posten. Also unsere internen Meetings, dass man einfach sieht, worüber wir eigentlich... fanden wir auch, danke. Also keine Ahnung, muss man mal gucken. Das ist natürlich dann sehr vielleicht aus dem Kontext gerissen, aber ich glaube, wir probieren das mal. Also so ein bisschen, wie wir es jetzt auch gerade machen. Ist das, also wir wollen da so ein bisschen wir nennen das ehrlichen Content momentan und ehrliches Marketing. Weiß nicht, ob wir das weiterhin so nennen, weil wir wollen ja auch, dass Leute das verstehen, was wir meinen. Aber das ist eigentlich das ist das daraus entstanden. Das war eigentlich schon immer das, was mich, wenn ich zurückgucke, immer auf mein Leben, hat mich das eigentlich schon immer angetrieben, aber ich hätte es dir nie so genau sagen können. Aber jetzt geht es mir halt darum. Und wenn man jetzt, ich frage mich immer so im Thema Animation, wo hat es denn da einen Platz? Und ich glaube, es ist halt im Großen und Ganzen dieses Wort Authentizität, dass es halt was Authentisches ist. Und das sieht man, glaube ich, in meiner Animation oder im Stil halt auch, dass es da eine Rolle spielt, aber in einer anderen Form. Also es sind keine echten Geschichten, keine echten Figuren, das ist halt ausgedacht, aber diese Machart zum Beispiel, habe ich das Gefühl, da muss immer noch was Echtes drin sein. So, da könnten wir jetzt auch bei dem Punkt über KI sprechen, keine Ahnung, ob du da Lust zu hast, aber das wird dann, glaube ich, eher ein längeres Thema. So. Können wir gerne machen, klar. Wie stehst du zu KI oder allgemein? Ich finde auch Character Animator, wenn wir jetzt nochmal zu Character Animator zurückkommen, ich habe das Gefühl, Adobe hat es so ein bisschen vernachlässigt in letzter Zeit. Hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Also ich habe jetzt, ich bin ein bisschen unfair, weil ich es länger nicht benutzt habe. Und es ist jetzt nicht so, als würden die irgendwelche Newsletter verschicken oder so. Ja. Aber ich recherchiere ja eigentlich jede Woche so, was es so Neues gibt. Ich habe auch was man ja wirklich auch mal empfehlen kann, ist der School of Motion Newsletter. Oder beziehungsweise die machen ja jeden Montag ein Video und wenn ich das gucke, habe ich das Gefühl... Genau, wenn ich das gucke, habe ich das Gefühl, ich habe nichts verpasst. Und da ist Character Animator jetzt schon ganz lange nicht mehr aufgetaucht. Ja. Und als ich angefangen habe mit Character Animator, Stichwort KI, meine ich mich auch noch daran zu erinnern, dass das auch als KI-Lösung verkauft wurde oder angepriesen wurde. Das ist vielleicht so eher so die KI 0.5 irgendwie aus heutiger Sicht. Ist eher so, Machine Learning wahrscheinlich eher. So, oder vielleicht keine Ahnung, wie es genau die Definition ist. Das hat mich halt eher auch fasziniert, weil ich dachte so, es gibt ja eine Animation und im Film habe ich eigentlich die ganze Zeit. Es gibt so Sachen, die kein Mensch machen will. Also jetzt zum Beispiel die Simpsons, ich glaube, die lassen immer noch ihre In-Betweens in Vietnam in irgendwelchen Sweatshops machen. Und da wäre ja vielleicht eine gute Lösung, wenn KI das einfach kann. Also man zeichnet immer noch die Keyframes und das hätte ich auch gerne. Ja, genau. Und das ist halt auch genau der Punkt, den ich habe. Ich glaube, wenn man das kurz fassen will, weil ich rede da immer viel zu viel drüber dann, wenn ich erstmal angefangen habe. Wenn man das kurz fassen will, ist, dass ich sehe das halt viel zu viel, dass Leute entweder total KI hypen, und es ist ein Hype in meinen Augen, also gerade generative KI ist größtenteils, für mich habe ich da kaum einen Nutzen dran. Ich will halt keine komplett generierten Videos haben. Das sind halt auch keine, ich kann es nicht kontrollieren. Es ist eine Slot-Machine. Andererseits gibt es aber auch echt krasse Anwendungen. Also ich habe zum Beispiel von The Guardian höre ich ab und zu mal so Podcasts und so. Da gibt es einen, der heißt Blackbox, glaube ich. Die reden so ein bisschen über KI und reden halt nicht nur positiv und nicht nur negativ, sondern reden einfach über einzelne Impacts, die KI halt hat. Und da gibt es auch ein Beispiel, wo eine KI viel früher als jeder Mensch das kann, Anzeichen für Krebs erkennt in Scans, also Muster, weil KI ist eine Mustererkennung. Momentan ist es genau das, was es tut. Das ist halt ein sehr krasses Positivbeispiel, wie das unsere Gesellschaft verbessern kann. Deswegen, also mein Punkt ist eigentlich, dass ich kann es eigentlich nicht mehr hören, also das, was dieser Typ von Procreate zum Beispiel, der hat sich von vornherein komplett dagegen ausgesprochen. Das finde ich krass. Genau, das finde ich Quatsch, aber ich finde es auch krass, so wie einige andere. Ich sehe das halt ganz krass auf LinkedIn hauptsächlich. Mein Feed ist voll von Leuten, die da irgendwelche Slot-Maschinen-Videos generieren. Nervt mich halt auch. Also ich finde allgemein, LinkedIn ist Hölle. Also das ist unerträglich.
komisch. Also ist klar, es ist eine gute Plattform zu connecten etc., aber irgendwie der ganze Vibe, der da stattfindet. Ja, ist interessant, dass du das sagst. Ja, weil ich nämlich gerade das recherchiere, so, weil ich glaube, das, was wir machen wollen, dieses Transparente, wir werden das, glaube ich, mal versuchen, also bin noch nicht ganz sicher, baue ja gerade noch ein Konzept für unsere Firma, dass man auf LinkedIn gerade so eine Gegenbewegung halt ist. Also weil angeblich funktioniert das sogar besser auf der Plattform, nach Angaben der Plattform, nach Angaben von, ich mache halt gerade so eine Weiterbildung, so eine Marketing-Weiterbildung, da wird das halt auch gesagt, ja, so wenn du authentisch bist und wirklich nicht diese generischen Texte schreibst und so weiter, dann performen deine Kommentare und Posts auch besser. Das heißt, darauf lassen wir es vielleicht mal ankommen mit unseren Meeting-Posts, keine Ahnung. Nee, aber zum Thema KI kann ich auch nur, also wirklich hoffe ich eigentlich, dass wir dann nicht so extrem sind als Gesellschaft, wie wir es jetzt die ganze Zeit schon eher tendenziell sind. Und dass wir dann halt, dass es dann so Lager gibt, weil ich glaube, so einfach ist es einfach nicht. Ich glaube, das legt sich. Ich glaube, das legt sich. Weil KI hat ja diesen Nachgeschmack von Copyrights klauen und also da ist da gab es auch bei School of Motion einen guten Talk. Der hat auch gesagt, das ist wie eine dunkle Wolke, die jetzt über der ganzen Geschichte steht, aber die Technik an sich, die ist ja phänomenal. Also das ist crazy. Aber wie gesagt, und es werden neue Leute dazukommen, für die ist es ganz normal, KI zu benutzen oder die wachsen damit auf. Und für die deswegen ist es auch nicht wegzudenken. Ja. Genau, und für die gibt es diese Wolke nicht. Ich bin da jetzt zu KI auch gar nicht so abgeneigt. Ich finde, ich habe oft auch das Problem, dass es eine Slotmaschine ist. Sei es jetzt, also Generieren von Videos oder Bildern, und dass man halt nicht so die Kontrolle hat und es fühlt sich auch nie so richtig an, als hätte ich das gemacht. Das ist immer, als hätte mir jemand was gegeben oder es ist wie ein Stockfoto oder ein Stock-Image. Aber das kann sich ja auch noch ändern. Die Leute nehmen halt auch mal zu sehr den Status quo. Also jetzt gibt es ja gerade schon fast so eine Gegenbewegung. Es gab jetzt ja diesen McDonald's-Spot, glaube ich, wo es ganz viel Kritik gab, was wirklich nach hinten losging. Genau, aber das ist ja auch nur so eine Momentaufnahme, habe ich das Gefühl. Ja. Also die Leute, die KI machen, die werden sich das angucken und sagen so, ja, beschäftigen wir uns jetzt mal damit, was damit eigentlich stimmte. So. Ja. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht ist es auch wirklich ein kompletter Hype und KI wird irgendwann vergangen. Also das glaube ich eigentlich nicht. Ich habe die Vermutung, wenn man sich anguckt, was die so arbeiten, dass es nicht passiert. Es wird einfach andere neuartige KIs geben, die diese Ablösung lösen werden. So sind wir ja als Menschen. Wir denken ja dann eher simpel. Das ist ja genau das, was ich auch meinte, was mein Problem ist mit den Leuten teilweise, wie sie mit KI umgehen. Und nicht so utopisch. Also es gibt nicht so utopische Gedanken. Und das ist irgendwann, ich sehe immer, wenn Leute sich beschweren, oh, mein Job ist in Gefahr mit KI, ich denke immer so, also die sagen dann immer so, dann kann ich ja nicht mehr das machen, was ich machen will, weil ich dann nicht mehr dafür bezahlt werde. Und denke mir so, es geht ja darum, das ist dein Problem ja, dass du kein Geld mehr dafür bekommst. Also das ist ja dann eher ein gesellschaftliches Problem, dass wir dafür mit dem Geld verdienen müssen, mit dem, was wir machen wollen. Weil ich kann halt auch als Sprecher oder als Animator einfach Animationen machen. Ja. Oder ich kann auch einfach sprechen und mich aufnehmen, wenn mir das Spaß macht. Also zum Beispiel und mir ein Publikum suchen. Ja. Als zum Beispiel 3D dazu kam, ist ja 2D auch nicht gestorben. Ist zwar weniger geworden, aber das Medium ist ja nicht tot. Und sowieso nicht so einfach, glaube ich. Also ich bin mir sicher, es werden Jobs verschwinden, aber ich denke mir auch so, vielleicht müssen wir halt auch, das meine ich ja, vielleicht muss man auch mehr über das gesamtheitliche System reden. Wenn KI so groß ist, wie es ist, dann ist es vielleicht auch so stark, dass es sowas halt vielleicht irgendwann tatsächlich verändern kann, so, ne? Ja. Ich glaube, wir sind dann noch viel zu sehr am Anfang, um zu wissen, was da passiert. Das ist richtig. Ja. Es ist auch zu krass neu alles und es verändert sich ja so schnell. Also wenn man da irgendwie 2 Wochen sich nicht informiert, ist ja schon wieder alles passiert. Aber ich finde, man kann, also jetzt, wenn man das auf Kunst und auf unsere Bubble bezieht, kann man das schon ganz cool nutzen, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie einen Charakter selber gezeichnet habe, illustriert habe in Procreate und das mit einer KI in 3D umwandle, damit ich die Figur schon mal sehe, dann hilft mir das ja auch beim Modellieren dann. Ja, da muss ich auch absolut. Solche Sachen finde ich. Konzeptarbeit, ne? Ja, genau, Konzeptarbeit oder für Recherche oder keine Ahnung, man hat was gezeichnet und merkt dann, okay, ich will dem ein Schwert geben in dem gleichen Style und also ich kann es ja schon zeichnen und dann macht es vielleicht ein bisschen schneller. Manchmal habe ich das Gefühl, es hat den anderen Effekt, ich arbeite länger, weil ich immer wieder irgendwas generiere und warte und dann bin ich irgendwie aus dem Flow wieder raus. Das ist auch meine Erfahrung.
Ja, dass man eigentlich langsamer ist am Ende als Deswegen sage ich ja, dass es ein Hype ist, weil es einfach noch sehr viel, es ist sehr, also gar nicht mal so negativ gemeint, es ist einfach, wir müssen einfach viel mehr akzeptieren, dass es eine sehr experimentale Phase ist weil letzten Endes sind wir ja mit Prompting zurück zu DOS quasi, also wir geben jetzt wieder per Tastatur in den Computer ein, was wir von ihm wollen. Also dieses Prompting ist für mich jetzt nicht unbedingt der beste. Also vielleicht per Spracheingabe, vielleicht dann, aber ja. Ich hoffe auch, dass das mehr wie, keine Ahnung, wie Photoshop ist, dass wir mehr Slider haben und dass man die Kontrolle hat. Absolut, ja, finde ich auch. Ich habe das Gefühl, das ist momentan einfach ein Investment, das man entweder macht oder nicht. Also ich finde, es ist ein gutes Investment, weil letzten Endes kann man sich ja immer noch dagegen entscheiden oder dann zu entscheiden, es weniger zu benutzen. Also ich habe auch jetzt dieselbe Erfahrung gemacht. Es ist halt im Grunde... Ja, es endet in Recherchearbeit dann doch, weil es nicht so straightforward ist, immer. Und ich hatte jetzt gerade ein Kundenprojekt, das läuft noch. Und da da war es auch, okay, wir wollen eigentlich reale Figuren drehen, was ich ja gut finde, real, echte Menschen und nicht mal Darstellende, sondern echte Mitarbeitende von einem Unternehmen, also sehr authentisch, die dann aber in so eine cineastische Szene versetzen. Aber der Vordergrund, also wie Greenscreen eigentlich, aber wir wollten halt das eigentlich streamline und mit einer guten KI-Lösung dann die Szene ändern, in der sie sich befinden. Aber die Figuren sollen dieselben bleiben. Und die Recherchearbeit bei dem Projekt ist mehr als alles andere. Und im Grunde, und das ist halt, was ich schon meinte, ich habe nichts Gutes gefunden. Also es gibt einfach dafür, also das ist im Grunde Rotoscoping dann ja. Oder es gibt ja dieses Runway 11 oder so, wo du halt First Frame, Last Frame oder wo der die ganze Performance nimmt und die dann quasi, aber das ist einfach nicht gut. Die Auflösung ist scheiße, die Länge der Clips ist nicht lang genug und die Lippenbewegungen gehen halt verloren. Also die sind halt dann komisch. So, das habe ich alles. Und das musst du halt alles erstmal ausprobieren. Musst ja erstmal Try and Error und so weiter. Und das muss man halt momentan zumindest so ein bisschen mit reinkalkulieren in die Projekte. Man kann nicht einfach sagen, okay, es geht jetzt per Knopfdruck, ja, vielleicht aber schon. Aber du kannst ja nicht nur das bezahlen lassen. Du musst ja im Grunde zumindest zum Teil die Entwicklung mitbezahlen lassen, ja. Weil du halt auch teilweise nicht weißt, wenn du Ja sagst zu einem Projekt, du kannst teilweise echt nicht sagen, was da für eine Arbeit nachher auf dich zukommt. Das ist halt das müssen wir halt irgendwie alle tragen, ja. Genau. Das ist ein bisschen unberechenbar. Aber für VFX kann ich mir das gut vorstellen, dass man sich dann Sachen generieren kann, die man dann verwenden kann. So auch ein bisschen so wie eigene Stock-Library. Also gerade für VFX. Aber ich hätte gerne ein KI-Tool, welches mir dann meine Frames ausmalt. Das hätte ich gerne. Absolut. Ja, da bin ich total, da warte ich drauf. Sagen wir haben eine Minute und ich male die ersten 20 aus und trainiere die KI dann mit meinem Stil und wie ich die ausgemalt haben möchte und die malt mir die anderen 80 oder 100 oder 200. Ja. Und weil das ist ja nur Fleißarbeit. Eine Frage habe ich noch. Was macht dir eigentlich mehr Spaß? Live-Film oder Animation oder gleich? Also ich würde sagen, es ist schwierig, das auseinanderzuhalten. Also mir macht halt Postproduktion super viel Spaß. Zum Beispiel arbeite ich als Editor für einen TikTok-Kanal, so einen Funk-Kanal gerade. Und das macht mir einfach am meisten Spaß. Also so animieren, Editing, es muss jetzt gar nicht unbedingt so direkt klassische Animationen sein, aber dieses ganze Rumgefummel am Computer ist. Also deswegen finde ich KI halt einerseits auch spannend, weil ich habe sogar tatsächlich früher immer zu meinen ganzen Film-Nerds gesagt, wenn wir eines Tages die Möglichkeit haben, einen Knopf zu drücken und dafür keine Dreharbeiten machen müssen, dann machen wir das doch, oder nicht? Und die meinen, Dreharbeiten ist doch cool und so. Ich sage, aber nur weil das cool, also das ist halt total aufwendig und das Wetter und so, das ist total ätzend. Und also ich meine, natürlich hat man eine gute Zeit und so, es ist halt manchmal wie eine Party. Man will ja einen Film machen. Und mich deswegen, also das ist halt der Part, der mich fasziniert. Also deswegen auch Dokumentation, weil Dokumentation erzählst du in einem Schnitt. Das kann ich schwer auseinanderhalten, Animation und Live-Action. Das ist, glaube ich, auch schon immer so ein Struggle gewesen, weil man natürlich auch nach außen hin, gerade weil man ja auch Arbeit finden will man ja, dass die Leute nicht denken, so, was macht der Typ jetzt eigentlich genau? So, und das Problem habe ich eigentlich, glaube ich, bis heute. Ich finde es ganz gut, dass du erstmal nur eine Sache gesehen hast, weil ich glaube, das ist der beste Weg. Und dann irgendwann, wenn es sich nicht mehr so sehr verwirrt, merkst du, der macht auch noch Dokumentation. Ja, es ist halt auch die Frage jetzt, das ist so ein laufender Prozess, was jetzt eigentlich überhaupt einfach Teil der Firma ist. Also dieses ganze Live-Action-Part, Dokumentation ist jetzt sowieso die Firma, das ist was Eigenes. Ja. Und auch wenn ich jetzt als Regisseur eine Doku mache,
kann ich mir gerade nicht vorstellen, dass das nicht mit der Firma ist. Also deswegen ist das wahrscheinlich einfach dann jetzt der Live-Action-Part. Cool. Ja. Und die Frage ist halt eigentlich nur, das entscheiden wir jetzt aber auch gerade irgendwie noch so ein bisschen im Prozess. Wie viel Animation ist halt auch noch Pick and Roll. Ne? Also es ist jetzt zum Beispiel diese ganze Charakteranimation auch Pick and Roll, ist das was Eigenes. Es ist halt so eine Identitätsfindung einfach von mir und von der Firma und von Jannis. Es ist ist ein Prozess, den wir wahrscheinlich auch, so wie es aussieht, in Zukunft einfach teilen. Also, ich meine, jetzt gerade rede ich ja auch darüber und ich glaube, das ist zum Beispiel auch was nicht jeder machen würde, einfach da so offen drüber reden, aber das ist, glaube ich, ein guter Test gerade für mich, weil ich muss mich ja auch dran gewöhnen, einfach so öffentlich über Sachen zu reden, aber ich glaube, es ist eine gute Idee, tatsächlich fühlt sich gut an. Cool. Ja. Sehr gut. Ja. Dann danke dir. Ja, danke dir. Bin gespannt.